Schauen wir mal. Vielleicht sind es ja noch mehr Aufzüge. Es ist noch ein Aufzug auf jeden Fall. Für den moderneren hat das Budget nicht mehr gereicht. You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley Parable and about how roundly disappointing this ultra-deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra-deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever, the Stanley Parable 2. Ich überlege gerade ernsthaft, wie ich das hier schneide. Ob ich vielleicht die neuen Content-Folgen tatsächlich erst so schneide, dass wir vorher die normalen Sachen gemacht haben. Sonst wisst ihr ja gar nicht, worum es hier geht. Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. The end is never the end again. 427, sogar einen modernen iMac können wir uns leisten. Investor Showcase. Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term franchising potential. Ich muss ja sagen, ich mache mich ein bisschen Sorgen um die Entwickler hier bei dem ganzen neuen Content. Ich glaube, die sind hier echt ein bisschen durchgedreht, ne? Kann das sein? They're back, 2 doors. Ach, schön. Old and busted, new hotness. Cool red section of the chart. Geil. Win-win, Paradigm Shift Synergy. Aha. Logo-Ideen. Ach, interessant. So ein bisschen wie Resident Evil. Ein bisschen Red Dead Redemption Style. Was haben wir hier noch? Sehr kursiv. Zweite Gehirnhälfte, das gefällt mir. Ein zweiter Stanley. Kriegt mal endlich mal einen Kollegen. I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Oh, ich liebe es. Ist das... Ah, ein Krähen-Laptop. Ist irgendwie die Developer oder Dings ist ja hier Crows. Ah, ich glaube, hier macht sich jemand echt ein bisschen Luft über die Konsumenten. New Features. Boah, geil, roter Teppich. Ein ganzer Bus. Aber wo ist die Presse hier? Ich will Fotos machen. Ich will in die Bunte, in die Bild. Ich will Publicity. Wow. New feature, Reassurance Bucket. Aha. Here we are. Go on. Try out some of the new features. The button that says the name of the player that is playing the game. Woher weiß der meinen Namen? Merchandise. I saw the new content.
This T-Shirt is the best new feature. Ach, schön. Ja, oh Gott, es gibt so viele neue Sachen. Wo gehe ich denn zuerst hin? Warum sind diese Schilder plötzlich auf Deutsch? Warum sind diese Schilder auf Deutsch? Ich weiß es nicht, ich habe es nicht eingestellt. Die anderen Schilder waren auch alle nicht auf Deutsch. Das ist der Sprungkreis, den hatten wir schon. Das unendliche Loch kennen wir noch nicht. Hear your name in the game. Da ist noch irgendeine Treppe. Warte mal, was ist hier? Ach, einfach ein Zweieraufkleber. Wir gucken uns das alles einfach nacheinander mal an. For the Stanley Parable 2, I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as people. So with that in mind, my first addition to the game is this button which speaks the name of the person playing the game. Isn't that wonderful? Jetzt bin ich aber mal gespannt. Jim. Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Here, let's have you role-play as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. I want you to imagine yourself living as Jim, sleeping and waking as Jim, falling in love and being heartbroken as Jim, seizing all of the world's possibilities as Jim, and as Jim watching your dreams crumble into dust. Do you feel it deeply? Are you really, truly Jim right now? If so, then please step forward and press the button. Jim. Yes, you see? What a thrill, what a rush. That was you. The button described you. Do it again, do it again. Oh mein Gott, er weiß meinen Namen. It hits even harder the second time. If this were the only new feature in the Stanley Parable 2, it would still be worth the money. Let's take a break from the Jim button. I'm too emotionally drained from all of this personal validation. Ja, ne, wird mir auch gerade ein bisschen zu viel. Ich mag nicht so viel anerkannt werden. Da fühle ich mich ja, als würde ich existieren. Das geht ja nicht. Ich darf doch nicht existent sein. Oder wertgeschätzt werden. Wo kommen wir denn da hin? Nee, da muss ich hier wieder raus. I suppose I could allow only people named Jim to play the Stanley Parable 2. That would actually save me the work of finishing this feature. Ja, deine Entscheidung, ne? Red is the new orange. Ray traced. Aha. Okay, da gehen wir gleich hin. Ich gehe erstmal hier den Eimer angucken. Schicke Tür. A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I'm happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the perfect solution. Come on, give it a try. Ich ihn wirklich anfassen. Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. And in fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well?
Dankeschön. I think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as a person. The benefits of the bucket seem to go on, don't they? All this and more await you in the Stanley Parable 2. Boah, da kann ich ja gar nicht erwarten, das zu spielen. Ich nehme den einfach mit. Ich muss mir fürs echte Leben auch einen Stahleimer zulegen. Wenn ich dadurch gleich attraktiver und zu einer cooleren Person Does werde. anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video game? That really should be an award if it isn't already. Ja, müssen sie jetzt auf jeden Fall einfügen hier, finde ich. Gott, hier gibt so viele neue Sachen. Was ist denn hier hinten? Epilog? Nee, Epilog will ich noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Auf jeden Fall. Was ist da drüben? Keine Screenshots. Wenn ich jetzt versuche, Screenshots zu machen, was passiert Okay, I'll dann? be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? Ich mag an sich blau, aber ich finde den ein bisschen zu spezifisch. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Happy 12th War so birthday, klar. stepniece, it is. Es war so klar. Aber es stimmt auch, manchmal muss man... Jetzt sind hier überall Ballons. Oh nein! Or actually, maybe I should have gone with... No, I've made my decision, we're moving on. Oh, das kenne ich. So, kann ich hier Screenshots machen? Ja, ich kann hier Screenshots machen. Haha, ich habe das Gesetz gebrochen. Ich fühle mich toll. Bin ich denn jetzt hier wieder? Hä? Da drüben kamen wir her, jetzt sind wir hier. Ey, was ist hier alles? Das ist so viel. Jetzt bin ich überfordert von diesem ganzen neuen Content. Das ist viel zu viel. Ist das hier schwarze Löcher? It just keeps going. Ich glaube, ich bin aus Versehen zu dem unendlichen Loch gegangen. Kann das sein? Zum Glück habe ich aber immer meinen Eimer dabei. Here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. Kann ich aber auch aufhören zu fallen, wenn ich das möchte? Ich meine, unendlich zu fallen klingt sehr verlockend. Das hat bestimmt was für sich. Aber falls ich mich umentscheide, kann ich dann auch wieder entfallen? Unfallen? Verunfallen? Kann ich bestimmt. Ich kann nicht mal reinspringen, weil ich nicht mehr springen darf. Ich kann nur reingehen. Na dann. Woo! You see, isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue onward. Ah, sehr gut. Great. Now, Dankeschön. I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Jo, gerne. Mein Eimer und ich sind zu allem bereit. Obwohl ich nicht weiß, ob es noch besser werden kann nach dem unendlichen Loch. Das war schon sehr aufregend. Fand ich ja schon phänomenal. Also das zu übertreffen, wird schwierig. Aber sag niemals nie. Free new and easy achievement. I can't believe it's that simple. Get it here. Die Achievements nehme ich immer. Get yours right now. Pull the lever, receive your new achievement. No more steps, it just works. Okay. Now here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident?
Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes, you see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. Okay. Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the achievement is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. Okay. Soon Trademark. Ich sehe schon. Aber was habe ich auch erwartet? Ich liebe dieses Spiel, weil man immer selber wieder drauf reinfällt. So, ich habe denen das geglaubt. Ich habe geglaubt, ich kriege jetzt wirklich meine Achievement. Oh, immer noch wirklich. Den Jump Circle haben wir hier wieder, aber den habe ich schon verbraucht. Let's bring the Jump Circle back for Stanley Parable 2 as well. It's... Oh, wait. You already spent all your jumps the first time we saw the Jump Circle. Oh, well... I suppose it can just be a nice decorative piece then. Okay, ich krieg keine neuen Sprünge, schade. Ich hätte gerne neue Sprünge benutzt. Expo Hall Guide. Ah. Jump Circle, da waren wir schon. This Map, da sind wir gerade. Free Achievement, da waren wir auch gerade. Merchandise hatten wir schon. Settings World Champion. Das haben wir noch nicht gesehen, glaube ich. Oder war das nicht das mit den Ballons? Reassurance Bucket habe ich in der Hand. Ich fühle mich sehr reassured. Office Decorations sind... Wo? Ach, das waren die Ballons. Okay. Ja, Collectibles und Epilog haben wir dann noch und den Ausgang. So, was habe ich hier übersehen? Stühle einfach nur? Ich bin ein bisschen verwirrt. That's new Collectibles. Ausgang hebe ich mir noch auf. Weil den Epilog brauchen wir ja auch noch. Can you find them? Can you find them? Can you find them? Collect them all. Ah ja. Hui. Ah, collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. Ist auch gar nicht gruselig hier. Wow, 1 von 6. Woo. Da muss ich mich aber nochmal genauer umgucken. Ich will ja alles einsammeln. Kann ja hier nichts uneingesammelt lassen. God, it really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. Finde ich fein nicht. Mag ich eigentlich ganz gerne. Deswegen collectet man ja die Sachen, weil man ja wissen will, ob man was dafür bekommt. Sonst hat man ja nur seine Zeit verschwendet, dann ärgert man sich wieder. Und dann schreibt man eine schlechte Steam-Review, ne? So passiert sowas. So, was hat denn der Epilog zu bieten? New, neu, nuovo, nür. Lauter Sprachen, alles neu. Gerade das Erfolg waren wir schon. Einstellungen Weltmeister. Hä? Hab ich gedacht, wir wollen zum Epilog. Hätte ich... Einstellungen Weltmeister? Jetzt auf die Einstellungen gehe. Nee, Übersetzungslabel will ich nicht. So. Seht ihr mal meine Einstellungen. Einstellungen Weltmeister. Nö, da kann ich irgendwie nichts machen gerade. Weiß nicht genau, was ich da falsch mache. Wahrscheinlich muss ich irgendwas einstellen. Vielleicht muss ich jede Einstellung, die es gibt, mal umstellen. Ach,
das ist wieder ein Fahrstuhl, das habe ich An nicht epilogue erkannt. would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes, yes, it would go at the end of the, well, we'll figure that out later. Okay. So viel dazu. Learning by doing, das machen wir dann, wenn wir soweit sind. Man kann kreative Prozesse ja nicht rushen. Das braucht ja alles seine Zeit. Man muss ja drüber nachdenken. Und Ideen kommen und gehen, wie sie das möchten. Das kann man nicht forcieren. So, dann begeben wir uns doch mal zum Ausgang, weil ich glaube, wir haben alle diese wirklich atemberaubenden und extrem aufregenden neuen Sachen haben wir jetzt, glaube ich, alles gesehen. Ich kann es nicht erwarten, bis die alle in der Stanley Parable 2 auch drin sind. Das wird das Spiel auf jeden Fall unglaublich viel besser machen. Vor allem der Eimer. Ich liebe meinen Eimer sehr. All right, have you seen everything you wanted to? Ready to move on now? Glaub schon, ja. Ich glaube, ich habe alles gesehen, was es zu sehen gab. Coole Poster hier noch. Schon schnieke gemacht hier. Hier wieder keine Screenshots. So, Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Yes, I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. I'll arrange these new features together, and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Okay. Are you ready? Ja. Here it is. I give you the Stanley Parable 2. Okay, was haben wir hier alles? Da haben wir das Loch. Well, I mean, there's potential here, right? It's sort of... Okay, never mind. Hold on. Let me do a different arrangement. Okay, yes, this is much better. I feel good about this. Here we go. Version 2. Oh, nee. Who am I kidding, Stanley? This isn't a coherent video game at all. It's a lot of gags. And I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. I wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. I wanted fans to love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. They would need the structure and the gameplay of the original. Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Tastefully, of course. With respect. With care for the vision and integrity of the original game. Would it possibly work? I suppose it could. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, "This is the Stanley Parable 2. Let me see if I can whip something up. All right, perfect. Go ahead. Take a look. Stanley Parable 2. Boah, hier fett mit Animationen. Sieht schon sehr mysteriös aus, auf jeden Fall. Ich mag, wie der Flur hier so kurvig ist. Credits, Einstellungen, Spielbeginn, sehr schön. Wobei ich ja sagen muss, dass ich den originalen Menü-Ladebildschirm ja auch ganz gerne mag, mit dem Bildschirm und so. Hat ja auch schon was für sich. So, gehen wir jetzt da durch die Tür. Schauen wir mal. Und dann fängt es wieder von vorne an, glaube ich, oder? Nee. Dann wird einem ja schwindelig. Das ist ja wie heißt das hier? Dieser Film, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Mit I irgendwas. Ihr wisst, was ich meine. Wo ja auch irgendwie alles nicht wahr war und dann doch oder so. Ja, ich glaube, das wiederholt sich größtenteils. Die Einstellungen irgendwie anders? Nö. Die sind noch das gleiche.
Ah ja, jetzt wiederholt sich's, glaube ich, oder? Ja, jetzt wiederholt sich's. Dann beginnen wir doch mal das Spiel. Beginnen wir doch mal Stanley Parable 2. Bin ich mal sehr gespannt.